Servus und herzlich willkommen. Heute mache ich mit euch einen Rindfleischeintopf mit grünen Bohnen. Es ist perfekt für die kalte Jahreszeit. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schaut euch doch jetzt das Video an. Viel Spaß dabei! Für unseren Rindfleischeintopf mit Bohnen brauchen wir natürlich ein wunderschönes Rindfleisch. Hier habe ich ein Stück aus dem Hals. Das ist etwas durchwachsen. Das werde ich jetzt dann etwas zuschneiden. Zudem brauchen wir natürlich Bohnen. Ich habe hier breite Bohnen gewählt. Dann habe ich hier 2 Kartoffeln, etwas Gemüse, Karotten, Sellerie, Lauch, Petersilienwurzeln, dann etwas Rinderbrühe, Salz und Pfeffer. Hier habe ich Bohnenkraut, hier habe ich Lorbeerblätter und Kümmel gemahlen. Das ganze Gemüse werde ich jetzt erstmal klein schneiden, waschen und schälen. Hier habe ich den Knoblauch noch vergessen. Und dann hole ich euch wieder dazu. So, das Fleisch habe ich jetzt in so Würfel geschnitten, ungefähr in diese Größe. Das Gemüse auch ganz grob geschnitten, wie es halt für einen Eintopf gehört. Mein Knoblauch und meine Lorbeerblätter habe ich jetzt wieder in mein Tee-Ei gepackt. Die dürfen nachher schön mitkochen. Und dann würde ich sagen, wir fangen an. Als erstes gebe ich hier meine Brühe in den Topf. Und dann gebe ich nochmal die gleiche Menge Wasser dazu. Dann gebe ich auch schon das Rindfleisch hinein. Und das darf jetzt schön langsam aufkochen. So, dieses Stück Rinderfett esse ich später nicht mit, aber ich koche es etwas mit, damit die Suppe etwas üppiger wird. Das nun aussteigende Eiweiß schöpfe ich natürlich ab. Es ist trüb und schmuddelig und genauso wird unsere Suppe später, wenn wir das nicht tun. Wenn es abgeschöpft ist, lasse ich es ungefähr für 1 Stunde lang köcheln und dann kommen die weiteren Zutaten hinzu. So, die Gewürze gebe ich natürlich auch dazu, die dürfen mitkochen, sowie etwas Pfeffer und etwas Salz. Dann kontrollieren wir mal das Fleisch. Also das Fleisch hat jetzt noch ein bisschen am Biss. Das macht aber nichts. Das hat jetzt circa 45 Minuten lang gekocht. Jetzt kann man auf jeden Fall schon mal die Kartoffeln mit dazugeben. Und auch die Karotten, den Sellerie und die Petersilienwurzeln. Unser Fett hat seine Arbeit erledigt, das gebe ich jetzt auch heraus. 10 Minuten später gebe ich jetzt den Lauch sowie meine Bohnen dazu. Und das Ganze darf jetzt alles schön weich kochen. Und dann ist unser Eintopf eigentlich schon fertig. Abschmecken tue ich noch etwas mit Salz und Pfeffer. Das müsst ihr selber entscheiden, wie es euch am besten schmeckt. Auf jeden Fall kommt bei mir eine kräftige Prise Bohnenkraut dazu, auch Pfefferkraut genannt, denn das passt hervorragend in diesen Eintopf. Noch etwas Kümmel gemahlen und dann lassen wir das Ganze noch für 10 bis 20 Minuten köcheln. So, und fertig ist der leckere Bohneneintopf mit Rindfleisch. Oh, der schaut sowas von lecker aus.
Probiert das Rezept doch gerne mal aus, das ist ein super Winteressen. Es ist sehr gesund und es macht satt. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar oder ein nettes Feedback. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. Servus.